Let's uns Camping dann. Campinglust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campinglust TV. Ich bin der Marvin und ich zeige euch heute hier auf der CMT 2025 in Stuttgart einen Wohnwagen von Boer, welcher gerade mal 3,80 Meter ist, aber auf Knopfdruck bis zu 4,5 bzw. 4,60 Meter anwächst. Und das Krasse ist auch noch, dieser Wohnwagen, den kann man mit 1 Tonne fahren. Das heißt, ihr braucht nicht einmal ein sehr starkes Auto dafür. Aber vielmehr wird heute eine Angestellte von Boer erklären. Schönen guten Tag. Hallo, ich bin die Nathalie aus dem Unternehmen Boer. Wir sind im Nordwesten von Frankreich und wir heißen euch willkommen. Dieses ganze Abenteuer hat in einem Garten angefangen. Eric Beau, der Unternehmer, hatte eines Tages die Idee, ein extensives Wohnwagen zu bauen. Und mit seinem Vater hat er das im Garten aufgebaut. Dann hat er eine kleine Tour mit seiner Frau und seinen Kindern gemacht und die Leute waren so begeistert von dem Wohnwagen, dass sie alle eins wollten. Und so ist hat das mit dem Abenteuer angefangen. Ja, und also unser Wohnwagen ist dann 4,60 Meter breit, wenn es geöffnet ist und dann erst 1,95 Meter breit, wenn es wieder zusammengeklappt ist. Von einem Licht zum anderen. Und hier sind wir hinter dem Wohnwagen. Vielleicht sehen Sie auch das Autokennzeichen und die Lichter, die Rücklichter. Das Auto ist dann auf der anderen Seite. Das ist auch sehr speziell bei uns. Und wenn es geöffnet ist, haben wir 12 Quadratmeter Fläche, Wohnfläche. Das einzige Teil, das sich nicht bewegt, ist die Mitte hier. Das Schlafzimmer kommt dann über die Mitte, das Wohnzimmer darunter. So sieht man auch die Türen nicht mehr und die Fenster nicht mehr. Also ist unser Wohnwagen auch safe. Hier ist das Wohnzimmerbereich in einem U. Und da wir Franzosen sind, essen wir immer gern und bleiben immer lange zu Tisch. Und dann haben wir auch eine große Tischplatte. Natürlich gibt es Tischbeine, aber sie sind im Koffer gelagert. Ja, und hier haben sie auch diese U-Form, das auch sehr cosy ist, also wie die Engländer sagen, und sehr gemütlich und viel Räumlichkeit anbietet. Natürlich haben sie auch viele Schränke, wo sie ihre Sachen aufräumen können. Hier oben über die Küche. Und das Spezielle ist, unser Wohnwagen ist ein Tetris-Spiel, weil die Möbel übereinander kommen. Wenn das zusammengeklappt wird, kommt das Sofa über die Kücheninsel. Hier haben Sie Küche mit Spüle und Elektro- oder Gasherd, also hier beziehungsweise Gasherd. Kühlschrank ist natürlich auch verfügbar, ist auch natürlich inklusiv und wir haben weitere Schränke hier. Dann gehen wir langsam zum Zimmerbereich. Hier haben Sie viele Schränke, um Ihre Sachen aufzuräumen und die Türen öffnen sich auf beiden Seiten. Alle unsere Wohnwagen haben natürlich auch eine Toilette, eine Chemietoilette. Und man kann natürlich die Zimmertür zumachen, um alleine auf Toilette zu sein. Dann geht es im Schlafzimmer. Schlafzimmer mit Lattengitter und ein richtiges Bett und nicht nur Kissen, die sich einander wie ein Tetris-Spiel einstellen und, wenn man immer so zwischen den Kissen landet. Also ein richtiges Bett, das ist auch sehr genießbar. Natürlich. Es gibt eine Lampe. Oh, mhm. Eine Lampe befindet sich auch, damit man in Ruhe lesen kann.
Wir haben die Möglichkeit, eine reversible Klimaanlage zu haben. Hier zum Beispiel in diesem Wohnwagen gibt es eine. Und natürlich kommt die frische oder warme Luft auf beiden Seiten, Schlafzimmerseite und Wohnzimmerseite, raus, dass man nicht eine der beiden Seiten vergisst. Und alles ist mit zwei Scheiben GFK und zwischen gibt es eine 2 Zentimeter Isolierung. Es ist 100%ig wasserdicht. Wir haben eine Doppelreihe von Bürsten. Ich bin so klein hier. Wir haben hier eine Doppelreihe von Bürsten, die es ermöglichen, die isolieren und die es auch ermöglichen, dass es komplett wasserdicht ist. Ja, und das kommt dann alles so hoch, das Sofa über die Küche und dann diese Möbel hier über die Küchenmöbel. Oh ja, das stelle ich mir ja spannend vor. Das ist ja wirklich ein richtig tolles System. Das filmen Sie am besten dann hier durch Aha. durch die Dann Fenster. bekommen wir das auch noch gezeigt. Ja, ja. Wie sieht das von den Materialien her aus? Also jetzt haben wir hier Grau und Weiß. Ja, also wir haben verschiedene Farben zur Verfügung, entweder für die Türen und für die Mobilien, entweder weiß-grau, weiß-Holz oder grau-Holz. Hier wurde grau und weiß gewählt. Die Türen hier haben auch 6 Farben möglich. 6 Farben. Ja. Haben Sie da Muster so für Farben? Ja, die kann man auf dem Möbel hier sehen, draußen. Für die Couch gibt es 5 Farben Kissen, Polsterfarben, ja. Und für den Boden können Sie entweder dieses Grauholz haben oder helles Holz. Ah, okay. Ja, das ist ja wirklich toll, vor allem mit dem großen Tisch. Ja. Vor allem dieser Wohnwagen ist ja dann dementsprechend auch nur 3,60 Meter, glaube ich, 3,85 Meter lang erstmal, ja, ja. Inklusive Deichsel. Wir haben hier nochmal die Maße, 3,85 Meter lang und 1,95 Meter breit. Wächst aber dann, wenn er ausgefahren ist, auf ganze 4,60 Meter Breite. Wie viel Quadratmeter waren das nochmal? 12 Quadratmeter. Ach, 12 Quadratmeter. Ja. Ach ja, genau. Und nur 4 Quadratmeter, wenn es zusammengeklappt wird. Sie haben gesagt, Sie haben draußen noch Musterbeispiele da? Hier sehen wir die 6 Farben, die wir zur Verfügung haben für die Schränke. Oder das stelle ich mir auch mit so einer Hinterleuchtung sehr schön vor. Ja. Man muss dazu sagen, das ist kein Glas. Nein, das ist Plastik. Und hier ja. Und hier die Farben, die Polsterkissen, das, was ich eben sagte, für die Wände und Möbel und das für den Boden, grau oder helles Holz. Kosten diese Optionen dann extra? Oder ist Nein, das ist inklusiv. Und für draußen haben Sie eine Wahl von 50 Farben ungefähr. Oh, auch komplett oder ja, für den man Streifen? kann es komplett, das Weiße hier muss nicht weiß bleiben. Also Sie können zum Beispiel ganz schwarz haben und einen weißen Streifen. Das klingt ja gut. Wie sieht das mit so einem Fahrradträger aus? Ist der inklusive? Nein, oder? er ist Option. Der ist Option. Ja. Aber auch direkt bei Ihnen oder muss man das direkt dann? bei uns. Ah, und die Fahrzeuge werden auch hier in Frankreich dann zusammengebaut? Ja, alles wird zusammen hier in unserer Werkstatt zusammengebaut. Sehr schön. Richtig schönes Fahrzeug. Gar nicht so groß, gerade wenn ihr in der Innenstadt lebt und habt vielleicht danach ein Problem, einen Parkplatz zu finden. Dann habt ihr hier mit ein Fahrzeug, welches ihr zusammenklappen könnt und mit ganz wenig Quadratmetern Grundfläche dann dementsprechend auch eher einen Parkplatz findet. Wie lang wartet man bei Ihnen ungefähr? 6 Monate. 6? Ach, das ist ja fair. Wenn man jetzt bestellt, bekommen Sie für den Anfang der Sommerferien der baden-württembergischer Schüler. Das ist gut. Ja, Sie hatten ja gesagt, Sie werden noch mal kurz zeigen, wie der zusammengeklappt wird. Genau. Eric, on montre la démo.
Also hier gibt es die Fernbedienung um es auf und zuzuklappen. Ah, das ist elektrisch. Ja, das ist elektrisch. Oh, das Man ist braucht ja nicht 1 minute to close it. eine Minute. eine Minute. Aber wenn ich jetzt drücke, passiert nichts, weil wir eine Sicherheit haben, die man hier einstecken muss. Das einzige manuelle hier für unser Wohnwagen. Aha. Okay. Das Und hier gibt es eine Sicherheitsdose. Man steckt die Sicherheit drin und dann kann man erst auf der Fernbedienung den Knopf drücken, um es aufzumachen oder zuzuklappen. Ich sehe jetzt auch sehr gute Qualitätshardware, Wattro, Victron Energy, den Blue Smart Charger. Ist denn so Technik dann auch mit drin oder ist das ein extra Paket? Nein, inklusiv. Inklusiv. Ja. Auch mit Batterie dann? Ja. Eine Batterie hat es sowieso, weil man den Wohnwagen mit Batterie öffnen und zumachen kann. Das macht Sinn, natürlich. Man muss nicht unbedingt an die Steckdose ran sein, um es zu manipulieren. Wir haben auch die Option vom Mover, um es leicht auf dem Campingplatz zu platzieren. Das heißt, es werden quasi erstmal manuell nur die Stützen eingefahren und da ist dann ein Sensor drunter, der dann auch erkennt, dass die Stützen... Nein. Okay, das heißt, man sollte vorher dann einfach mal schauen, sicher gehen. Sicher gehen. Es gibt insgesamt 4 Stützen, einer in jeder Ecke und einer unter dem Eingangsbereich. Ready? Yeah, I think I go to the other Yeah. side. You can approach and look at here. Uh-huh. You will see that the bench move up. Ach ja. Okay. Mhm. You can look at by this window also, Mira, sí. because when you look at by this window, you will see the bed is move up. Okay. So ready for you? Yeah, I'm ready. Und sehen Sie, jetzt sehen wir die Eingangstür überhaupt nicht mehr. Und wenn wir zur Seite zu den Fenstern gehen, dann sieht man, dass kein Einbrecher im Wohnwagen rein kann. Das ist ja ein Das ist optimaler Einbruchschutz. Der untere Teil des Bodens. Mhm. Das heißt, es kann quasi auch niemand einbrechen, wenn der mal draußen steht. Überhaupt. Weil der Boden kommt dann so hoch. Und die Tür ist ja auch weg. Ja. Wo liegt der preislich? Er ist 35.000 Euro. 25.000 Euro plus 35.000. dann... 35.000. Plus, also mit einiges inklusive, ohne Option, aber je nach Option, die Sie wünschen, zwischen 40 und 45.000. Also wenn Sie alle Optionen nehmen, eher 45, aber... Prima. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese nette Vorstellung. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Abonnement da und schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Wohnwagen haltet. Das war wieder mal eine Folge von Campinglust TV. Bis zum nächsten Mal. Euer Marvin. Tschüss.